Ich habe gerade wieder meine Live-Choices, die ich durchsprechen muss. Servus auf dem Retro-Q-Kanal. Ich bin Lukas. Heute machen wir wieder einen Kameratest. Und zwar dieses Mal von der Blackmagic unten und der Setcam E2. Wir machen allgemeine Vergleiche für Hauttöne, Belichtungswerte, also wie sehr die Kamera rauscht, was der Highlight Roll-Off bei der Sonne da oben macht. Da nie hier, Sonne oben, da, hier. Da habe ich halt ein paar Probleme bei der Blackmagic und muss es auch rausfinden, ob die bei der Setcam auch existieren. Über die ganzen Probleme, Lösungsansätze und alles mögliche Vergleiche kommen wir jetzt noch dazu. Jetzt geht es erstmal darum, das Ganze aufzunehmen. Wir haben hier wunderbar jetzt erstmal auf eigentlich dem Display-Aufsatz von der Blackmagic die Setcam angebracht. Ein bisschen wackelig, aber erfüllt seinen Zweck. Wir haben beide Male einmal den Speed Booster, kann man es gut erkennen, ich weiß es nicht. Speed Booster 0,64-fach, oben genauso. Oben mit dem 2414 und mit dem 2405, aber beide auf 24 mm. Das heißt, wir haben ungefähr denselben Ausschnitt, beide auf Blende 4 eingestellt. Das heißt, wir haben exakt dieselben Belichtungswerte für beide Kameras. Dementsprechend der erste Test, Testobjekt, also meine Schwester, meine andere Schwester, die steht da. Und wir haben jetzt verschiedene Tests. Einmal Hauttöne im Schatten, das heißt, wir belichten die Kamera auf die Schattenbereiche. Wollen dann erstens wissen, ob die Hauttöne noch gut zu sehen sind und zweitens, ob der Hintergrund auch gut belichtet ist. Also so ein Gesamttest, der ein bisschen schwieriger ist. Die andere Aufnahme beinhaltet, dass wir in der Sonne sind. Einmal direktes Sonnenlicht von vorne. Das heißt, wir können dabei schauen, wie gut die Hauttöne sich verhalten, wenn sie etwas dunkler belichtet sind. Also wie man sie mit direktem Sonnenlicht eben belichten würde. Sieht das Ganze so aus, Sonne kommt direkt von vorne auf ihr Gesicht drauf. Und das kann man am besten erkennen, wenn man jetzt den Kopf von links nach rechts schwenkt, um verschiedene Teile vom Gesicht zu belichten. Und das kann man verschiedene Schattenspiele und Schattenwürfe im Gesicht gut erkennen, um entscheiden zu können, ob die Kamera das Ganze gut aufnimmt. Gut. Nächster Test ist 90 Grad zur Sonne. Das heißt, wir haben dann eine etwas schwierigere Lichtsituation, bei der ich rechts eine ziemlich helle Gesichtshälfte habe und links eine dunkle Gesichtshälfte. Da kann man hier auch, muss man jetzt darauf achten, dass die Schatten nicht zu dunkel belichtet sind und gleichzeitig die hellen Stellen nicht zu hell. Und dann kann man auch weitere Tests machen, wie gut die Kamera mit umgeht, mit zu hellen Hauttönen, ob die nicht ausgebrannt sind und komische Farbveränderungen darstellen. Und der letzte Test ist der mit der Sonne sozusagen im Nacken. Diese Einstellung ist für Kameras immer am schwersten, weil diese Hauptlichtquelle ist erstens die Sonne und zweitens der Himmel außenrum. Das heißt, der Himmel ist in dem Feld da oben, wo die Sonne herkommt, am hellsten. Und umso weiter wir 180 Grad hintergehen, ist da hinten am dunkelsten. Das heißt, die gesamte Lichtquelle ist sozusagen im Rücken von der Person, von dem Model, das wir abfilmen. Dementsprechend haben wir alles Licht von da hinten und nur noch ganz wenig, um das Gesicht auszuleuchten. Gut, und deswegen belichten wir jetzt sozusagen auf das Gesicht. Das heißt, wir haben hinten an sich alles überbelichtet und es ist eben die Frage, wie gut kann die Kamera umgehen mit extrem ausgebrannten Lichtern. Ein weiterer Punkt, den ich unbedingt noch testen will, den ich jetzt auch einstellen werde, ist bei der Setcam. Wir haben einen Wide Dynamic Range Modus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das genauso funktioniert wie bei der Canon, dass gewisse Pixelreihen unterschiedliche ISO-Werte annehmen. Auf alle Fälle kann man dabei mit zwei ISO-Werten filmen, Basis ISO 500 und 2500 bei der Kamera. Und so werden dann zwei Bilder zusammengerechnet. Das heißt, wir haben 3 extra Blendenstufen von 13 Blendenstufen dynamische Breite auf 16, was extrem viel ist. Das heißt, man könnte an sich 3 Stops unterbelichten und hätte immer noch genug Schattenmaterial, wo man hochziehen könnte. Okay, also machen wir noch ganz kurz eine weitere Aufnahme. Ich stelle kurz Wide Dynamic Range ein. Die Frage, wo das zu finden ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Bedienung von der Setcam extrem behindert ist? Also man hat hier Knöpfe, man hat nicht mal ein Touch, man hat ein Mini-Display. Und bei der Blackmagic habe ich so ein wunderbar schön großes Touch-Display. Ist der jetzt schon aktiviert? Ich
glaube, die Kamera muss nächstes Mal neu starten, kann es sein? Ach, jetzt ist sie an. Dann bitte ich Sie zweimal zu klatschen. Gut, okay, ich stelle mich auch mal dazu. Haben wir noch weitere Hauttöne, weil nicht alle Hauttöne sehen gleich aus. Und deswegen ist mal ganz gut, einen Vergleich zu haben zwischen verschiedenen Hauttönen. Weil manche Menschen sind blasser, manche sind so braun wie ich. Und dann ist es gut, wenn man eine Farbeinstellung für alle Hauttöne hat. Und noch ein weiterer Vorteil von der Blackmagic ist, die Blackmagic kann Blackmagic RAW aufnehmen und ProRes. Die Z-Cam kann Z-RAW aufnehmen und auch ProRes. Problem ist, Z-RAW sowie ProRes sind extrem speicherplatzfressend. Das heißt, wir reden hier ungefähr über 500 MB die Sekunde. Und hier bei der Blackmagic gerade mal 30 MB die Sekunde, wenn man mit einem maximalen Kompression filmt, wo an sich keine Artefakte auftreten. Das heißt, wir werden mit dieser 1 TB SSD stundenlang aufnehmen können, während wir mit der Z-Cam nicht wirklich weit kommen, weil die nur CFast-Karten nimmt und CFast ist um einiges teurer. Man könnte zwar USB auch SSDs anschließen, aber die sind bei weitem nicht so gut secured wie hier oben bei der Blackmagic. Pferd. Dani? Ja, cool. Ein Pferd. Haben wir es auch drauf. Uns sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die uns nicht ganz gefallen bei beiden Kameras. Wir wissen noch nicht genau, ob diese Unschärfe davon kommt, dass der Speed Booster die Fokusebene nicht ganz hinbekommt oder ob der Anti-Aliasing-Filter zu stark von der Blackmagic ist. Das Problem auf alle Fälle ist, dass eigentlich müsste hier irgendwo immer ein Fokuspunkt sein. Das heißt, irgendwo müsste immer das Bild irgendwo scharf sein, aber dieser Fokuspunkt fehlt. Es ist unscharf, dann wird es schärfer und dann, wenn es scharf sein müsste, ist es nie scharf und dann wird es danach wieder unscharf, also wenn man aus der Fokusebene wieder rausfährt. Und dasselbe Problem haben wir bei der Z-Cam nicht. Bei der Z-Cam gibt es noch andere Probleme, wie zum Beispiel Dead Pixel. Die treten relativ oft auf leider. Und ein größeres Problem ist, sobald man nicht diesen Metabound Speed Booster, also die teure Variante, sondern den anderen, wie heißt der? Was? Wheeldrox. Wenn man bei der Z-Cam nicht diesen Metabound Speed Booster benutzt, sondern den ganz normalen Wheeldrox, sondern den Wheeldrox, hat man das Problem, dass der Sensor von der Z-Cam nicht auf der richtigen Ebene ist. Das heißt, man kann nicht ins Unendliche fokussieren. Selbst bei Canon hat man auf dem Objektiv noch ein bisschen Spielraum und ein bisschen unendlicher, aber selbst das reicht nicht. Das heißt, man kann an sich alle Sachen fokussieren bis 2 Meter und alles dahinter ist dann eben unscharf, weil die Fokusebene nicht genau richtig ist. Und bei der Blackmagic haben wir noch ein weiteres Problem. Wir müssen erst noch rausfinden, ob das bei der Z-Cam genauso ist. Dass bei zu hellen Stellen, also ausgebrannten Sachen, wo eigentlich Informationen nicht mehr vorhanden sind, die Übergänge zu eben gesagten Stellen zu krass sind. Das heißt, da können dann die grünen Pixel zwar noch zurückgerechnet werden, wenn man es dunkler macht im Programm, aber die anderen beiden Pixel eben nicht. Deswegen haben wir dann so einen komischen rosa Übergang, der viel zu sehr zu sehen ist. Ob das Problem bei der Z-Cam auch auftritt, das finden wir noch raus. Dementsprechend haben wir ein paar aufregende Sachen aufgenommen und werden jetzt dann gleich in DaVinci auf Herz und Nieren, genau. Auf Herz und Nieren testen. Viel Spaß, weil ich habe die ganze Arbeit, ihr seht das Ergebnis. Ich sitze schon ungefähr seit 5 Tagen gefühlt daran, irgendwelche Hauttöne hinzubekommen, weil es Standardlatt von Blackmagic für den Arsch ist. Das ist jetzt ein Standardtest von vielen, den ich vorhabe. Ich will auch noch weitere Tests machen. Jetzt halt explizit zum Dynamic Range Test von der Z-Cam und alle möglichen Optionen, diesen komischen rosa Schiff von den Highlights runterzubekommen. Aber an sich, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr jetzt halt noch weitere Videos habt, Dani, wie ist mein Bildausschnitt? Wo soll ich was hinpacken?
Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, also hier ist unsere Retro Crew Kanal. Hier, Retro Crew. Hier oben ist Retro Film Studios. Hier haben wir eine weitere Playlist und hier noch ein Video, das Neueste. Danke fürs Anschauen und macht es gut. Bis in 4 Wochen wieder. Dani, jetzt komm, stell dich noch nicht so an. Das Schulterpad von dem Schulterring ist voll schön weich.